Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Silber, Korrektierziel erreicht. Disclaimer. Silber, Fibonacci-Korrektilziel erreicht. Das Fibonacci Retracement 0,786 ist die letzte Stufe vor dem Juli-Tief 18,14 Dollar. Das Zwischenhoch lag am 12. August bei 20,90 Dollar. Die Fibonacci-Korrekturbewegung traf exakt mit einem Kurstief von 18,37 Dollar auf der Fibonacci-Zahl 0,786 und erzeugte eine Hammerkerze, die auf eine bullische Umkehrbewegung hindeuten könnte. Es handelt sich mit dem heutigen Tiefpunkt von 1873 um den prozentualen Verlust 78,67% zwischen Höhepunkt 2090 und Tiefpunkt 1814. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Korrektur vorbei ist. Ein weiterer Abverkauf ist nicht ausgeschlossen. Hier ist die folgende Tageskerze noch abzuwarten, um zu sehen, ob sich der Trend umkehrt, was mit dem Begriff Bullish Engulfing Pattern erklärt wird, also einer folgenden positiven Tageskerze, die den Körper einer direkt davor liegenden roten Kerze komplett überdeckt, wie die grüne Kerze vom 26. Juli zeigt. Ja, ist wirklich die Frage, ob das einer der letzten Abverkaufstiefs ist, bevor es hochgeht. Könnte sein, ist man natürlich nicht genau drin. Ich denke mal, aber bis zum nächsten FOMS-Meeting wird sich der ganze Markt drehen. Es wird aufwärts gehen im Jahresende. Es kommt eine riesen Preiseruption nach oben, auch wenn es jetzt keiner glaubt. Es dient einfach dann dazu, jetzt Investoren auszuschütteln, sie verunsichern, dass möglichst wenige in Gold und Silber beziehungsweise eben auch Gold- und Silberaktien investieren. Wir werden es sehen, aber vermutlich stehen wir bei Jahresende wesentlich höher und es wird vermutlich eine Überraschung bei Gold und Silber geben. Ja, hier eine neue Mine. Projektgenerator, Kanada, British Columbia, hohes Risiko. Die haben im Wesentlichen drei Projekte. Das Atai-Projekt mit 33,993 Quadratkilometer, das ist Togo-Dan-Gebiet, ist ein nach Nordwesten verlaufender Gürtel, der zahlreiche bedeutende poröfische Cu, Kupfer, Gold und Silber und damit verbundene epithermale AU und AG-Lagerstätten beherbergte. Mehrere epithermale Adern des Typs AG, AU und Cu plus Basismetall sind auf dem Grundstück freigelegt und geochemische und geophysikalische Arbeiten haben mindestens zwei vielversprechende Porphyrie-Ziele ergeben. Mehrere Proben haben erzhaltige AG, Cu und Bleigehalte ergeben. Hier sind einige Proben, wie zum Beispiel 240 Gramm pro Tonne Silber, 0,22 Prozent Gold, 0,38 Prozent Kupfer und 9,1 Prozent Blei. Also hier dominieren die Weißmetalle, hier ein sehr hochgradiges Sicker und sehr hohen Bleigehalt. Diese Atai-Mine ist hier auf diesen Trend hier im Norden, nicht weit von Stewart, also Richtung des Yukons, also in Nordbritisch-Kolumbien. Dann haben sie noch das Gold, das gleich daneben ist. Das Goldgrundstück Pill erstreckt sich über 170 Kilometer, äußerst ausreichend Gelände im Berggebiet Tukdugon, vermutlich falsch ausgesprochen, sorry, im Norden von Britisch-Kolumbien. Es ist der Standort, an dem Ende 2016 ein bedeutendes Kupfer-Silber-mineralisiertes Alkali-Porphyrie-System, ein epithermales Silber-Gold-System entdeckt worden. Mehrere etablierte Unternehmen, darunter Centerra Gold, Freeport McMoran und Benchmark Metals, betreiben in der Region weiterhin Exploration und Erschließungsarbeiten im fortgeschrittenen Stadium. Ergebnisse von bis zu 1235 Gramm pro Tonne Silber und 2,4 auf 2,4 Meter und 1,05 Gramm Gold über 7,6 Meter. Also es ist absolutes Silberplay.
absolut hochgradiges G, wiederum in British Columbia, Nähe von Yukon, hatten wir gestern schon, da gibt es unglaublich viel hochgradiges Silber und ist natürlich dementsprechend höher zu reden als große Silberergebnisse in Mexiko etc., einfach weil es ein sicheres, aus jetziger Sicht ein sicheres Rechtsgebiet ist. Also ich finde das Gebiet einfach fantastisch. Das sind große Gebiete, sehr hochgradiges Silber. Und dann haben sie noch Silberhochprojekt, da hatte ich jetzt, wie gesagt, die Anzahl der Hektar nicht gefunden, aber das ist, soweit ich weiß, das größte Projekt. Dort gibt es ein 2 Kilometer langen Kupfer-, Gold-, Silber-mineralisiertes System. Der Main Trend befindet sich in einer ähnlichen geologischen Umgebung, in der sich die Equity Silver Mine beherbergt, die mit 33 Millionen Tonnen, mit 71 Millionen Unzen Silber, 0,5 Millionen Unzen Gold und 185 Millionen Lips Kupfer hat. Die liegt hier, sage ich mal, im mittleren Gebiet sozusagen. Hier, also irgendwo zwischen Stewart und Vancouver in der Mitte. Ja, und ist ein großes Gebiet, hat auch sehr hochgradiges Gebiet. Es wird erfolgreich in einem ähnlichen Gebiet Gold und Silber gefördert und Kupfer. Also ein sehr interessantes Unternehmen. Charttechnisch sehen Sie, das will ich Ihnen auch einfach mal zeigen, obwohl wir so unglaublich schlechte Situationen haben. Sie sehen einfach, dass diese Aktien sich irgendwo davor, es gibt hier einfach Gold- und Silberaktien, die irgendwo davon unabhängig ist. Klar schlagen sie hier runter, wie zum Beispiel bei diesem Extremsereignis hier im März 2020. Aber generell geht es hier aufwärts. Und so wird es sein. Überlegen Sie sich, wo diese Aktien bei Gold 2000, 2300, 2500, was eben jetzt keiner glaubt, dass es dann recht bald da sein sollte, wo die sein können. Und das sind erst die leisen Begins. Also ich denke mal, irgendwann stürzt sich das ganze Kapital eben auf diese Gebiete, weil es eben rechtssicher ist, weil es hochgradiges Silber ist. Gerade wenn Sie glauben, und vermutlich stehen wir das, dass wir von einem extra Silberboom stehen, dann könnten solche Aktien überproportional aus meiner Sicht profitieren. Deswegen zeigen wir die auf, überall einfach im Grunde genommen ständig mal neue Minen einfach mal aufzeigen, was es da so gibt, die wirklich große Ressourcen haben, viel Entwicklungspotenzial und ich hoffe, dass es eines Tages der Markt eben auch dementsprechend bewertet. Ja, dann haben wir noch den Goldaktienbullenmarkt aus den 1970er Jahren. Das ist was mich sehr fasziniert hat. Dort stiegen Aktien aus dem Penny-Stock-Bereich von 15 à 20 Cent auf teilweise 10, 20, 30 Dollar. Also aus 1000 Dollar konnte man 50, 100, in einigen Fällen 250.000 machen. Ich hoffe, wir stehen vor einer ähnlichen Situation, nicht einer gleichen, aber einer ähnlichen Situation. Vor allen Dingen deshalb, weil die Goldaktien so extrem tief bewertet sind. Glaube ich, so tief waren sie damals eigentlich nicht bewertet. Wenn es jetzt zu einem Goldboom kommen soll, was wie gesagt die Leute nicht glauben, deswegen sind wir so tief. Dann können sie sich meiner Meinung nach ähnliche Situationen einstellen. Vielleicht gehen sie nicht bis auf 2030, aber es ist denkbar möglich, dass sie die Aktie, die sie gesehen hat, dass sie erstmal in jedem Fall auf 1 Dollar geht, dann eben vielleicht 2, 3, 5 und wenn wir ganz großes Glück haben, auf 10. Aber das reicht, da sind wir gut dabei, wenn wir mehrere haben. Und wir haben mehrere von diesem Typus, wir können das verteilen. Es ist so extrem günstig. Ich halte das für die absolut einmalige Chance, ähm, die es so in dieser Form nicht wieder gibt, die es zum letzten Mal wirklich in den 1970er Jahren gab. Natürlich teilweise auch zwischen 2000 und 2004, wo wir enorm Goldaktienbullen haben. Und die anderen Goldaktienbullenmärkte eben 2009 bis 2011, 2016, 2018 bis sage ich mal, Anfang 2021. Das waren eher, das konnten wir so nicht sehen,
eher so kurzfristige Intermezzos. Da ist eigentlich Tradergeschick gefragt gewesen, wenn so ein Markt zerstört ist, eben kaufen und wenn wir solche Spitze erreicht haben, dann noch raufgehen. Aber wir glauben ja, dass es einen wirklich fundamentalen Move nach oben geht, der wirklich diese ganzen Gold- und Silberaktien auch aus der jetzigen Situation komplett rausschmeißt. Ne? Ja, also dass sie sich komplett aus diesen Penny Stocks Bewertungen verabschieden und alle in den Mehr-Dollar-Bereich gehen. Nehmen einige noch darüber hinaus. Und deswegen glaube ich, ist die Chance so groß. Und es braucht vor allen Dingen keinen hohen Goldpreis, um diese Bewertung zu machen. Ich meine, Gold, wenn es auf 2500 ist, ist es um 35-40% gestiegen, während vielleicht einige Penny-Gold-Aktien um 10, 20, 30, 50, in einigen wenigen Fällen ums 100-fache steigen. Kann man nicht vergleichen. Deswegen ist das so attraktiv aus meiner Sicht. Ja, was kann man jetzt noch tun? Man kauft eben diese Penny Stocks, wenn möglich, mit diesen Superlativen, wie ich Ihnen das gerade demonstriert hat, verteilt das, dass man da kein zu großes Risiko, weil das Ganze ist gefährlich. Jede Mine kann übernommen werden, es kann irgendwas schiefgehen, das Management kann versagen oder sie haben einfach Pech und sind irgendwie nicht in der Lage, vernünftige, abbaubare Gebiete zu identifizieren. Das ist natürlich möglich. Trotzdem glaube ich natürlich an wirklichen Gold- und Goldbullenmarkt im gewissen Sinne boomt alles, wo Gold und Silber draufsteht. Das ist eben eine sehr, sehr kurze Zeit an den Märkten. Diese Euphorie muss sich einstellen, da sind wir noch weit von entfernt. Und wenn Sie dann Goldaktien mit großem Potenzial haben, können Sie sich ja vorstellen, was mit den Bewertungen passiert. Darauf spekulieren wir, dass wir jetzt diesen Pessimismus kaufen. Im Grunde genommen, wenn die Massen reingehen, wenn solche Sprüche kommen, ja, das ist wie eine Notenbank im Boden, das ist wie Geld im Boden und so weiter und so weiter. Da wird dann ausgeblendet, was für Schwierigkeiten der Abbau, auch eben politische Schwierigkeiten bringen kann. Aber wir kriegen möglicherweise diese riesigen Bewertungen. Und dann stoßen wir das ab. Das ist das Ganze. Okay. Nochmal zum 1000-Becker-Report. Ich versuche solche Aktien zu identifizieren und zu separieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ich versuche einen Potentialfaktor zu rechnen. Das heißt, ich setze die Marktkapitalisierung in Korrelation mit Anzahl der Unzen Gold und Silber, des Grad des Goldes, beziehungsweise auch des Länderrisikos, das ich genannt habe. Da kommt dann so ein Potentialfaktor raus, der theoretisch angeben soll, um wie vielfache könnte die Goldaktie denn steigen, wenn Gold 2500, das sind teilweise risikoutopische Werte. Deswegen, das ist aber auch nicht für bare Münze zu nehmen, es ist aber einfach so ein Vergleichswert, ähm, um diese Aktien schnell zu identifizieren können, wo hohes Potenzial ist. Wie das dann nachher in der Realität aussieht, ist eine ganz andere Sache. Ich denke, teilweise werden die Investoren, wie eigentlich in jedem Bullenmarkt, sich in gewisse Aktien zu verlieben. Also Sie sehen ja, was mit Amazon, Apple und sonst was passiert. Es gibt gewisse Lieblinge am Markt. Das wird es sicherlich in dieser Phase auch geben. Und da fließt dann, sage ich mal, 80% des Kapitals rein. Das ist einfach so. Und möglicherweise haben die gar nicht so besondere Ressourcen und Reserven, sondern das sind einfach andere Phänomene. Ähm, und deswegen muss man genau beobachten, dass man möglicherweise möglichst von diesen typischen Aktien, die vielleicht die neuen Lieblinge hier im Gold- und Silberaktienmarkt mal werden könnten, die muss man versuchen zu identifizieren. Und dazu gehört genau das zu beobachten, ständig zu beobachten, wo etabliert sich jetzt hier langsam ein Trend. Ne? Und deswegen sind solche Aktien, wie ich am Anfang gezeigt habe, die trotz aller Schwierigkeiten langsam nach oben gehen, gute Ressourcen haben. Da muss man einfach nur sagen, wo sind die bewertet, wenn wir einen Goldboom haben. Ja. Ähm, Ich habe auch noch einen Portfoliovorschlag, wo nochmal ganz dezidiert die Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko geordnet sind, mit weiteren Informationen und auch einer persönlichen Beratung. Das finden Sie dann auch alles verlinkt. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Warum erwähne ich das immer? Das ist einfach ein Vehikel, dass Sie schnell an Gold und Silber kommen. Es könnte ja eine Situation eintreten, Sie haben beispielsweise Gold- und Silberaktiengewinne gemacht und es ist relativ schwierig, davon physisches Gold und Silber zu kaufen, weil A, vielleicht die
Abnahme etwas begrenzt wird, weil sie lange anstehen müssen, weil die Händler vielleicht nichts haben. Und mit diesem Vehikel ist eine Überweisung gut und das Gold und Silber ist physisch im zollfrei Lager in der Schweiz angesiedelt. Genauso leicht können Sie das verkaufen. Und das Schöne ist, wenn Sie auch diesen Institutionen generell nicht vertrauen, Sie können sich es ausliefern lassen. Das ist also ein Werkzeug, wie man elegant, meiner Meinung nach, ohne großen Aufwand an Gold und Silber in vielleicht relativ schwierigen Situationen kommt. Und darauf sollte man sich ein bisschen vorbereiten. Das ist jedenfalls meine Motivation. Ja, natürlich Preisvergleich immer schauen, bevor man überhaupt physisches Gold und Silber hat. Das Gold.de sicher kein schlechter Griff. Ja, dann weitere Informationen. Mit welchem Broker kann man arbeiten? Mit welchem Broker in der Schweiz? Wo kann man Edelmetalle in Schweiz oder Liechtenstein einlagern? Langfristcharts von Gold, Silber, Uranium, ganz interessant mal zu sehen. Weitere Informationen über Goldaktien, über Experten, für, Webseiten, Videos von denen. Das ist Diskussionsportal COCA. Einfach mal, das ist ein englischsprachiges Diskussionsforum. Hier im deutschsprachigen Bereich gibt es ja Wall Street Online. Ich weiß gar nicht, ob ich es verlinkt habe. Wenn nicht, werde ich das nochmal nachlesen. Da werden eben dann auch auf Deutsch verschiedene Aktien diskutiert, falls Sie das noch nicht wissen. Würde ich nochmal verlinken. Wenn Sie generell Fragen haben oder Zustellungsprobleme, manchmal gibt es Probleme mit Spam etc., können Sie mich einfach kontaktieren, stehen jederzeit zur Verfügung. Und wenn Sie mich nicht erreichen, würde ich mich dann erreichen, wenn ich dann Zeit habe. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das gefallen hat, auch im Interesse anderer potenzieller Goldaktieninvestoren, weil ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo die Menschen mit hohen Preissteigerungen etc. kommen, und das ist hier der einzigst unterbewertete Markt, kann es tatsächlich sein, dass es wirklich die sinnvolle Investition überhaupt nicht. Denn durch Goldaktien haben Sie in dieser Situation A, mehr Geld, was sie jetzt auch brauchen, und B, mehr Ressourcen, Gold und Silber zu kaufen. Also ein Doppel-Win sozusagen. Vielleicht ist genau das, was diesen Leuten in dieser Situation helfen könnte. Jedenfalls ist es so mein Empfinden und weil sie so ungeheuer tief sind und man kann sich fragen, warum sind sie so tief? Also hat keine natürlichen Ursachen. Jemand nimmt ganz, ganz, ganz viel Geld und Energie in die Hand und die niedrigen Preise zu machen. Ja, da sollte man eben zuschlagen, das ist ganz klar. Aber so ist es. Ja, nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.